Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr neu hier seid, ich bin Shenya, gelernte Drogistin und interessiere mich sehr für Hautpflege, und zwar so sehr, dass es mittlerweile mein Job ist, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ich habe auch in meiner Drogistenausbildung, aber auch während des Berufs einiges an Erfahrung sammeln können, was Hautpflegeberatungen angeht, und diese Erfahrung möchte ich heute nutzen, um etwas Schwieriges zu vollbringen. Denn ich möchte eine Hautpflegeroutine zusammenstellen, die möglichst nicht klebrig ist und auch gut in den Sommer passt und die eben auch hauptsächlich aus Drogerieprodukten besteht. Denn ich muss echt sagen, dass trotz der Tatsache, dass meine Haut doch eher fettarm ist und vieles aufsaugt, sie momentan klebrige und stark filmbildende Produkte überhaupt nicht feiert, denn die Luftfeuchtigkeit ist aktuell sehr, sehr hoch und ich merke das einfach, wenn Hautpflege super klebrig und filmbildend ist. Das ist einfach sehr, sehr unangenehm, und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, also ich habe nicht nur das Gefühl, ich glaube auch fest, dass da irgendein Zusammenhang besteht, dass solche Produkte meine Haut unruhiger werden lassen, auch aufgrund eben der aktuellen Wetterbedingungen. Vorab möchte ich aber noch anmerken, dass das einzige Produkt, das heute nicht aus der Drogerie stammt, eine Sonnencreme ist. Denn ich habe in all den Jahren, auch während meiner Arbeit in der Drogerie, keine Sonnencreme finden können, die mit koreanischen bzw. japanischen Sonnencremes mithalten kann. Also zumindest was die Alltagstauglichkeit und den Tragekomfort angeht. Denn ich benutze Sonnenschutz regelmäßig und da haben sich auch die Gründe sehr gewandelt. Früher waren es eher die kosmetischen Aspekte, also Hautalterung vorbeugen, und ja, weil ich regelmäßig auch Peelings benutzt habe. Heute sind es medizinische Aspekte, da will ich aber nicht unbedingt im Detail drauf eingehen. Also das ist mir mittlerweile deutlich, deutlich wichtiger, und deshalb achte ich auch darauf, besonders regelmäßig auf UV-Schutz zurückzugreifen und allgemein ja so ein bisschen vorsichtiger zu sein, was UV-Strahlung angeht. Und im Alltag ist mir der Tragekomfort mittlerweile deutlich, deutlich wichtiger. Deshalb ist die Sonnencreme, die ich im heutigen Video verwenden werde, die von SkinChonsa, die ihr übrigens ab und zu bei YesStyle für ca. 8 € bekommen könnt. Also wenn man da den perfekten Zeitpunkt abpasst und vielleicht noch einen Rabattcode verwendet, dann kostet die Sonnencreme im Schnitt 8 €, was aus meiner Sicht in Ordnung ist für diese Sonnencreme, für den Tragekomfort. Und ich schlage selbstverständlich bei solchen Rabattaktionen auch regelmäßig zu, weil ich mich natürlich auch darüber freue, meine Lieblingssonnencreme günstiger zu bekommen. Das ist übrigens meine Haut ohne alles drauf. Wie gesagt, normalerweise habe ich eine fettarme Haut. Ich denke, das kommt aktuell nicht ganz so rüber, weil meine Haut den Sommer extrem feiert. Also diese hohe Luftfeuchtigkeit, die Wärme, das macht meine Haut extrem happy. Im Winter sieht das schon wieder ganz anders aus. Im ersten Schritt würde ich einfach mit meinem Isana Pure Toner über mein Gesicht gehen. Ich gebe den auf so ein wiederverwendbares Wattepad. Und das mache ich, weil ich frühs ungern reinige, denn normalerweise habe ich, wie gesagt, eine fettarme Haut und ich sehe absolut gar keinen Sinn, frühs meine Haut zu reinigen, weil da einfach nichts drauf ist. Also da ist kein Fett drauf, da ist kein Schmutz drauf. Was drauf ist, ist halt das Zeug von meiner abendlichen Hautpflegeroutine, und das entferne ich sanft mechanisch mit diesem Wattepad und dem Isana Pure Toner drauf. Euch wird sicherlich gleich auffallen, dass ich gar nicht so viele Produkte am Start habe, denn ich bin der Ansicht, dass mehr nicht gleich besser bedeutet. Egal, ob das die schiere Produktanzahl betrifft oder
irgendwelche Konzentrationen an Actives. Also auch da bedeutet mehr nicht gleich besser und das ist auch natürlich sehr, sehr individuell. Es gibt Personen, die können mit einer 20 Schritte Hautpflegeroutine tolle Ergebnisse erzielen, aber das muss nicht für euch oder eben auch für mich genauso funktionieren. Und man kann sich eben auch wunderbar eine Hautpflegeroutine nur mit 3 oder 4 Produkten zusammenstellen. Die Basics sind ja eigentlich nur Reiniger und ein Produkt mit integriertem UV-Schutz, mindestens Lichtschutzfaktor 15, dass man möglichst, wenn es machbar ist, in der korrekten Menge aufträgt. Und alles dazwischen kann man sich selbst irgendwie zusammenbasteln, je nach Bedürfnissen und nach persönlichen Ansprüchen. Und der erste Schritt ist selbstverständlich herauszufinden, was man denn überhaupt will. Da ist es absolut hilfreich, sich an einem schönen Tag, an dem es einem auch mental richtig gut geht, vor den Spiegel zu stellen und seine Haut, das eigene Gesicht im Spiegel kurz zu betrachten und zu schauen, was will man überhaupt erreichen? Mehr Feuchtigkeit? Will man, dass die Haut praller aussieht? Möchte man weniger Öligkeit oder will man, dass der Teint etwas ebenmäßiger aussieht? Und das ist auch absolut nicht hilfreich, sich in solchen Momenten mit irgendwelchen Leuten im Internet zu vergleichen, die obviously einen Skinfilter verwenden oder Celebrities, die sich die krassesten kosmetischen Behandlungen leisten können. Was ich zum Beispiel immer wieder gerne mache, wenn ich vorm Spiegel stehe und meine Haut betrachte, ist einfach etwas Positives zu sagen. Also etwas, das mir an meiner Haut gefällt. Also ich stehe dann meistens vorm Spiegel, höre irgendwelche Musik nebenbei und sage dann sowas wie, ja, ich mag meine Sommersprossen. Klar kann man es auch gedanklich sagen, aber mit sich selber nochmal auf diese positive Art und Weise zu sprechen, ist ein bisschen was anderes. Es nochmal zu hören und auszusprechen ist ab und zu mal einfach schön und da ist absolut nichts Schlechtes daran. Und ja, ich sage dann sowas wie, mir gefallen meine Sommersprossen, sie geben mir Persönlichkeit und Charakter. Ich mag, dass meine Haut gerade so happy ist, dass sie so gut durchfeuchtet aussieht, dass sie so schön prall wirkt, dafür, dass ich schon 34 Jahre alt bin. Und ja, wir neigen natürlich immer wieder dazu, eher negativ über uns selbst zu sprechen und diese negativen Gedanken auch so ein bisschen zu manifestieren. Deswegen kann es tatsächlich hilfreich sein, wenn man ab und zu mal auch positiv mit sich selber spricht. Und ich kann sagen, dass ich mittlerweile deutlich mehr positive Aspekte an mir selbst sehe als negative. Das war jahrelange Arbeit, an diesen Punkt zu kommen. Und ja, deswegen fühle ich mich aktuell auch richtig, richtig wohl in meiner Haut. Übrigens könnt ihr statt dem Isana Pure Toner auch den Balea Med Toner verwenden, um so ein bisschen Überreste der Nacht zu entfernen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Toner ein bisschen klebriger geworden ist. Wurde das mal umformuliert? Ich kann mich gerade leider nicht mehr erinnern, ob dieses Gesichtswasser mal umformuliert wurde. Also ich habe das eine Zeit lang verwendet, aber es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Falls ihr irgendwas wisst, schreibt es bitte in die Kommentare, denn ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses Gesichtswasser mal weniger klebrig war. Dann sprühe ich mich mit dem Balea Beauty Expert Hydration Toner ein. Der enthält super viele feuchtigkeitsbindende und hydratisierende Bestandteile, ist auch komplett parfümfrei. Alternativ könnt ihr natürlich auch den Vitamin C Toner benutzen. Da sind dann noch so ein paar antioxidative Inhaltsstoffe drin, oder aber ihr verwendet das oder wie gesagt dieses Balea Med Gesichtswasser, je nachdem, was euch lieber ist oder womit ihr am besten zurechtkommt. Übrigens hat Balea jetzt auch einen Milky Toner, von dem ich persönlich kein allzu großer Fan bin. Zum einen, weil es kein richtiger Toner ist, sondern eher ein serumartiges Produkt und weil ich das Gefühl habe, dass er meine Haut unruhiger macht. Also zum einen ist da ein bisschen klebrig auf der Haut, was wahrscheinlich an der Panthenol-Konzentration liegt. Und diese Klebrigkeit bleibt einige Minuten auf der Haut spürbar, aber danach
ist da wie so ein leichter Film auf der Haut, wo ich einfach kein großer Fan von bin. Vor allem innerhalb der Morgenroutine. Ich habe den jetzt auch ein paar Mal abends benutzt, aber irgendwie, ich kann es nicht genau sagen, ich habe das Gefühl, meine Haut mag das nicht ganz so gerne, weil ich jedes Mal, wenn ich den verwendet habe, frühs mit so ein bisschen unruhigerer Haut aufgewacht bin. Ich muss das auf jeden Fall noch länger beobachten, aber aktuell mag ich den nicht ganz so gerne. Wenn ihr so serumartige Konsistenzen mit 5% Panthenol und Tigergras feiert, dann könnt ihr natürlich auch dieses Produkt einfach direkt auf eure Haut auftragen und dann darüber eure Sonnencreme benutzen. Bevor ich die Sonnencreme auftrage, werde ich dieses Anti-Pickel 4% Niacinamid und Panthenol Feuchtigkeitsgel von Neutrogena benutzen, denn das empfinde ich als überhaupt nicht klebrig, sondern sehr, sehr angenehm, fast schon wässrig und nahezu schwerelos. Und da ich Niacinamid liebe, muss das selbstverständlich in meine Routine mit rein. Apropos Niacinamid, normalerweise benutze ich ja jeden Tag mein eigenes Gesichtswasser mit 4% Niacinamid, Panthenol und Grüntee-Extrakt. Und wie es der Zufall so will, wird es ab morgen eine Rabattaktion, also auch eine relativ große Rabattaktion in meinem Shop geben, weil ich bereits seit 10 Jahren auf Social Media unterwegs bin. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin seit 10 Jahren auf YouTube und Instagram und ja, habe meinen eigenen Blog. Ich meine, meine Hautpflegelinie existiert noch keine 10 Jahre, aber schon ein paar Jährchen. Deswegen dachte ich, ich muss das einfach mit einer großen Rabattaktion in meinem Shop feiern. Das ist das Ergebnis vor der Sonnencreme. Ich denke, man kann ganz gut erkennen, dass keinerlei Öligkeit vorhanden ist. Ich spüre auch keinen Film auf meiner Haut, aber es ist so eine ganz dezente, aber wirklich nur ganz dezente Klebrigkeit vorhanden. Zum Schluss kommt noch besagte Sonnencreme von SkinChonsa zum Einsatz, und zwar ist es das Hyalucica Water Fit Sun Serum. Ich habe auch ein komplettes Video zu dieser Sonnencreme abgedreht. Falls ihr die Inhaltsstoffe nochmal aufgedröselt bekommen haben möchtet, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und davon trage ich jetzt mal einen ordentlichen Klecks auf mein Gesicht auf. Einfach nur, um meine Haut zu schützen und natürlich auch zu pflegen, aber ohne, dass das Ganze super schwer anmutet. Denn wie gesagt, das mag meine Haut momentan nicht ganz so gern. Also ich finde, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Meine Haut fühlt sich weder überladen an, noch ist ein folienähnlicher Film wahrnehmbar, der sich die ganze Zeit mitbewegt. Was die Klebrigkeit betrifft, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich mein Ziel 100%ig erreichen konnte, denn wenn ich leicht mit den Fingern über meine Haut gehe, dann kann ich eine ganz dezente Klebrigkeit wahrnehmen, aber wirklich nur ganz dezent. Und wie gesagt, das kann auch aktuell mit der höheren Luftfeuchtigkeit zusammenhängen. Und ich habe gestern auch noch einen Sonnenstick in der korrekten Menge auf mein Gesicht aufgetragen, der natürlich sehr, sehr wachsig und sau unangenehm war. Und ich habe das Gefühl, dass trotz mehrfacher Reinigung immer noch irgendwo leicht wachsige Überreste vorhanden sind. Also das solltet ihr definitiv im Hinterkopf behalten, aber ich glaube, dafür, dass ich hauptsächlich Drogerieprodukte verwendet habe, ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es eine Inspiration für eure Skincare-Reise war und würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst oder wenn ihr das Video sogar teilen würdet, denn das hilft mir und meinem Kanal extrem auf die Sprünge. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das ausmacht.
Und schreibt mir noch in die Kommentare, was ihr an euch selbst und eurer Haut mögt. Natürlich nur, wenn ihr aktuell in dieser Verfassung seid, positiv über euch selbst sprechen zu können, damit wir das Ganze einfach nochmal so ein bisschen manifestieren können. Und vergesst nicht, ab dem 30. Mai in meinem Shop vorbeizuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!